Willkommen bei das Büro TV. Heute im Video zeige ich euch, wie man das Logitech G25 oder 27 Lenkrad mit einer PlayStation 4 zum Laufen kriegt. Wir benutzen dazu folgendes: ein Chronus Max Stick, den ihr ganz einfach bei Amazon bestellen könnt. Einen Link dazu gibt es von mir in der Videobeschreibung. Und einen Windows-Rechner, den ihr für die Programmierung neben die PlayStation stellen könnt. Das Lenkrad wird dann auch gleich an den PC angeschlossen und die benötigten Treiber und Software installiert. Dann verbinden wir unseren Controller per USB-Kabel mit dem Chronus Max und stecken das Ganze in die Konsole. Der Chronus Max Stick hat an der Seite einen Mini-USB-Steckplatz. Mit dem beiliegenden USB-Kabel verbinden wir den Stick auch noch mit dem PC. Bevor wir jetzt mit der Programmierung beginnen, müssen wir in den Einstellungen von unserem Lenkrad einen Drehbereich von 180 Grad einstellen. Wir installieren dann noch die Chronus Max Software, die wir auf der offiziellen Herstellerseite herunterladen können. Wir starten die Chronus Pro Software und brauchen den Plugin XM aus dem Plugins-Reiter. Da es sich bei euch um eine frische Installation handelt, müsst ihr den erstmal über den Plugin Manager installieren. Da seht ihr auch schön in grün, was bereits installiert ist. Hinzu einfach draufklicken und unten über den Button installieren. Nachdem das Ganze installiert ist, müsste der XM auch unter dem Plugins-Reiter bei euch erscheinen. Wir klicken mal drauf, schieben das mal her und eigentlich können wir mit der Programmierung beginnen. Wir haben viele vorgefertigte Layouts, aber ich zeige euch mal, wie man ein eigenes Layout erstellt. Dazu gehen wir auf File, New Empty Layout und benennen das Layout. Der Name ist dabei egal, ich würde aber empfehlen, einen Spielenamen einzugeben, für das man es erstellt. Ich gebe jetzt einfach mal MyControllers ein. Okay. Und jetzt können wir unter Layout Options Controller den passenden Controller aussuchen, den wir benutzen. Wir benutzen eine PS4, also nehmen wir auch den PS4 Controller. So, jetzt haben wir das Design mit allen Tasten und Knöpfen, die der Controller bietet. Und wir können über Direct Input, wichtig, dass hier der Haken drin ist, unter DI Settings hier aus dem Dropdown-Menü unser Lenkrad aussuchen. Nachdem wir unser Lenkrad ausgesucht haben und es nach links und rechts drehen, sehen wir Folgendes. Ganz oben unter LX wandert der Wert von 0 auf minus 100, wenn wir das nach links drehen, und plus 100, wenn wir es nach rechts drehen. Was man sich merken muss, nur LX in den Minusbereich nach links und LX in den Plusbereich ist, wenn wir nach rechts lenken. Mit diesem Wissen können wir schon mal den linken und rechten Analogstick belegen. Dazu klicken wir einfach auf den Left Analog Stick Button und suchen uns aus dem Dropdown-Menü unter Direct Input List. Wir erinnern uns, LX minus war nach links, LX minus bestätigen mit OK und rechts dasselbe, Right Analog Stick, Direct Input List und LX plus und bestätigen mit OK. Jetzt haben wir links und rechts schon mal zugewiesen. Jetzt brauchen wir aber noch Gas und Bremse. Dazu gehen wir nochmal unter Direct Input und das gleiche Spiel nochmal von vorne. Wir drücken jetzt nochmal das Gaspedal und sehen, LY springt von 100 auf minus 100, wenn man es drückt. Also LY minus, wenn man es drückt. Dann weisen wir durch unseren R2-Taste unter Direct Input LY minus. Mit OK bestätigen. Und jetzt brauchen wir noch das Bremspedal, das auf L2 liegt. Also nochmal Direct Input. Und jetzt drücken wir die Bremse und wir sehen, LRZ springt von 100 auf minus 100. Also LRZ minus, wenn es gedrückt wird. Also weisen wir unsere L2-Taste LRZ minus zu. Und bestätigen mit OK. Und das wäre auch schon alles. Wir müssen uns nur vergewissern, dass da unter Direct Input das Häkchen drin ist. Gehen auf Enter Capture Mode. Ja, und können es direkt auf der PlayStation testen. Starten ein Spiel und können sofort loslegen. Mit den 4 Tasten können wir schon vernünftig spielen. Ihr könnt aber auch natürlich alle Tasten des Controllers auf das Lenkrad übertragen. Gangschaltung, Rückwärtsschauen, alles was ihr wollt. Die Möglichkeiten sind unbeschränkt. Die Vorgehensweise ist dabei immer dieselbe. Ihr könnt euch auch für jedes Spiel ein eigenes Layout erstellen, wo ihr dann die benötigten Tasten einfach auf das Lenkrad legt. Eigentlich könnt ihr jedes Spiel mit dem Lenkrad spielen. Mal mehr sinnvoll, mal weniger sinnvoll. Aber hey, immerhin habe ich es geschafft, einen Battlefield mit dem Lenkrad abzuknallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch unsere Videos gefallen, dann liked sie oder abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.